Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Modul 4. Es geht um automatische Korpusannotation mit computerlinguistischen Werkzeugen. Wir werden uns zuerst mit dem ganz wichtigen Thema der Wortartenbestimmung beschäftigen. Im Computerlinguistik-Jargon nennt man das oft Post-Tagging, für Englisch Part-of-Speech-Tagging. Wir werden insbesondere auf die statistischen Ansätze der Wortartenbestimmung eingehen und dort die Probleme und Lösungsmöglichkeiten und die Leistungsfähigkeit anschauen. Dann werden wir noch etwas kürzer auf die Bestimmung von Grundformen schauen. Wenn wir im Text- und Werkkorpus einen Satz anschauen, sehen wir, dass es eine Spalte Lemma gibt. Dort können wir unschwer erkennen, dass es Grundformen sind von den Wörtern, die im W-Tag stehen. Es gibt zusätzlich auch ein Attribut POS für Part of Speech und dort finden wir die vielleicht etwas kryptisch anmutenden Kürzel des deutschen STTS Part of Speech Tagsets. Wir werden diese Dinge kennenlernen, doch zuerst die Frage, woher kommt die Information im Lemma-Attribut bzw. dem Part of Speech Attribut? Die Antwort ist recht einfach. Sie kommt im Wesentlichen vom statistischen computerlinguistischen Werkzeug TreeTagger und seinem Modell für Standarddeutsch. Wenn wir den TreeTagger für sich genommen laufen lassen, müssen wir ihm eine bestimmte Eingabe geben. Das ist ein vertikalisiertes Format, wo jedes Token auf einer eigenen Zeile steht. Dann produziert der TreeTagger aus diesem Input zwei zusätzliche Output-Spalten. Das ist einerseits die Spalte der Wortarten und andererseits die Spalte mit den Grundformen oder Lemmas. Ich möchte hier auf drei Dinge aufmerksam machen. Wir sehen hier die Grundform schieben von der flektierten Wortform schob. Und man beachte hier, dass im Gegensatz dazu im Text- und Werkkorpus das abgetrennte Webpräfix heran noch nicht angeklebt ist. Das ist etwas, was wir im Text- und Werkkorpus zusätzlich nach der Bestimmung der Grundform machen, sodass wir heranschieben als die Grundform von schob haben. Zweitens sehen wir, dass der TreeTagger nicht alle Wörter oder Wortformen kennt. Gewölk, ein eher ungewöhnliches Wort im heutigen Standarddeutsch, ist dem TreeTagger-Modell nicht bekannt. Das zeichnet er dadurch aus, dass er es als Unknown markiert in der Grundform. Trotzdem kann der TreeTagger die Wortart bestimmen. Er kann herausfinden aus dem Kontext, aus der Wortform, großgeschriebenes Wort, dass es sich um ein normales Nomen handeln muss. Eine dritte Sache hat mit den sogenannten funktionalen Wörtern zu tun, wie dem Reflexivpronomen oder einem Indefinitpronomen wie jede. Dort ist nicht immer ganz klar, welche Art von Grundform man nehmen sollte, und es kann sein, dass man mit der vom TreeTagger vorgeschlagenen Grundform nicht zufrieden ist, das allenfalls modifizieren möchte. Wenn man einen TreeTagger verwendet, dann hat man ein recht sprachunabhängiges System zur Verfügung, für das es Modelle in verschiedenen Sprachen gibt, die man direkt benutzen kann. Viele Sprachmodelle unterstützen die Berechnung von Lemmas beim Tagging, was sehr nützlich sein kann. Es ist aber auch möglich, Wörter, die dem TreeTagger-Modell nicht bekannt sind, mit Hilfe eines externen Lexikons hinzuzufügen, sodass man nachher alle möglichen Wortarten und die zugehörigen Lemmata einfügen kann. Eine Spezialität des TreeTaggers ist auch, dass man gewisse Wörter schon, bevor man sie dem TreeTagger übergibt, mit einer Wortart versehen kann, zum Beispiel bei Eigennamen, die manchmal schwierig zu raten sind für den TreeTagger. Und es wird dabei auch dann der Kontext dieser Wörter benutzt, um alle möglichen Wortarten im Umfeld korrekt zu berechnen. Man kann den TreeTagger auch von Grund auf eine neue Sprache oder auf eine neue Textsorte trainieren. Dazu muss man dann allerdings manuell annotierte Corpora haben.
Dieses Thema werden wir im Modul 5 ansprechen. Der Tree-Tagger ist nicht bloß als Einzelwerkzeug verfügbar, sondern er ist integriert in verschiedene Textanalyse-Umgebungen, zum Beispiel in Gate oder Weaver. Es gibt auch Nachteile, wenn man den Tree-Tagger verwendet. Ich möchte hier auf 2 eingehen. So muss man die Tokenisierung auf die Tokenisierer anpassen, die für die Erstellung des Sprachmodells des Tree-Taggers verwendet worden sind. Die genauen Angaben dazu sind nicht immer leicht zu finden und auch die Wortartenklassen sind nicht immer optimal dokumentiert. Dafür hat man, wenn man den Tree-Tagger verwendet, gewissermaßen out of the box sofort ein recht performantes System zur Bestimmung von Wortarten zur Verfügung. Betrachten wir nun, was Wortartenbestimmung, sogenanntes Post-Tagging, im engeren Sinn bedeutet. Ein Part-of-Speech-Tagger ist ein Programm, das in jedem Satz eines Texts für jedes Token die Wortart bestimmt, und zwar in Form eines Klassifikationskürzels, kurz Tag genannt. Part-of-Speech-Tagging ist mittlerweile eine etablierte, eigenständige sprachtechnologische Anwendung. Man kann das sehr effizient und mit einer hohen Zuverlässigkeit, 90 bis 98% Genauigkeit, kann man die Tags bestimmen. Das hilft nicht bloß bei der Lemmatisierung, sondern generell in korpuslinguistischer Vorverarbeitung. Es hilft, wenn man weiter syntaktisch analysieren möchte oder wenn man lexikografische Daten berechnen möchte oder Fachbegriffe erkennen möchte. Ein kleines Beispiel: die Wortform eine in eine Kuh oder jetzt eine dich mit ihr ist mehrdeutig. Wenn ich weiß, dass eine ein Artikel ist, dann ist klar, dass das Lemma ein ist. Wenn eine ein Verb ist, dann sollte das Lemma einen sein. Und so kann ich das mehrdeutige Wort eine auflösen auf das jeweilige Lemma, wenn ich die Wortart korrekt bestimmt habe. Anderes Beispiel aus dem Englischen, Sprachsynthese, die Buchstabenfolge LEAD. Wenn es ein Verb ist, muss man es mit Lead aussprechen. Wenn es ein Nomen ist, dann bedeutet es etwas ganz anderes, Blei, und es muss mit LED ausgesprochen werden. Was für Wortartensysteme gibt es nun? Es gibt sehr verschiedene, unterschiedliche für verschiedene Sprachen. In den letzten Jahren hat sich ein minimales Part-of-Speech-Tagset, das sogenannte universale Tagset von Petrov mit 12 Klassen etabliert. Es gibt dort die traditionellen Wortarten wie Adjektiv, Präpositionen, Adverbien, Konjunktionen, Artikel, Nomen und Eigennamen in einer gemeinsamen Klasse, Kardinalzahlen, Pronomen, Partikel und andere Funktionswörter und Verben sowie eine Restkategorie X, wo Fremdwörter, Abkürzungen, auch Typos hineingehören und dann noch eine Kategorie für die Interpunktionszeichen. Linguistisch annotierte Corpora mit diesen Tagsets existieren in über 20 Sprachen und sind auch zur Verfügung gestellt für die wissenschaftliche Arbeit. Ein anderes Tagset, ein etwas komplizierteres Tagset, wird standardmäßig für Deutsch verwendet. Es ist ein verfeinertes Tagset, das mehr als 50 unterschiedliche Wortartenkürzel kennt. Es ist das wichtigste Tagset des Deutschen, weil es verschiedene große linguistisch annotierte Corpora gibt, die auf der Ebene der Wortarten mit STTS-Tags annotiert sind. Zum Beispiel die Tyba-Baumbank mit Zeitungstexten, ungefähr 85.000 Sätze, und etwas kleiner, aber immer noch recht groß, die Tiger-Baumbank mit 50.000 Sätzen. Wie muss man sich das vorstellen, wie ein Tagset verfeinert wird? Es werden die Grobkategorien, wie zum Beispiel die Nomen, aufgeteilt in die Gattungsnamen, Appellativer und die Eigennamen. Das ist eine typische Unterscheidung, die oft gemacht wird, und es ist zum Beispiel im Deutschen zum Teil eine semantische Unterscheidung. Der Eigenname Schweiz, die Schweiz, verhält sich in vielen wie ein ganz normales Nomen. Hier müssen semantische Kriterien angewendet werden, um die richtige Wortart zu bestimmen. Eine andere Art der Verfeinerung findet man bei den Verben.
Dort werden finite Formen von imperativen oder infiniten Formen unterschieden und so wird eine morphologische Unterscheidung in das Wortarten-Tagset eingebaut. Ein letztes Beispiel sind die Pronomen im Deutschen im STTS. Dort wird ein ganz fein granuliertes System, je nachdem ob ein Pronomen substituierend oder begleitend, das heißt attributiv verwendet wird, gibt es eine konsequente Aufgliederung der Verwendungsweise der Pronomen. Das hat mehr mit einer syntaktischen Funktion der Pronomen zu tun. Wir behandeln hier das statistische Taggen von Wortarten und es ist eine Eigenheit der statistischen Tagger, dass sie trainiert werden müssen. Was heißt hier trainieren? Das heißt, mit anderen Worten, wir haben sogenanntes Trainingsmaterial, das ist ein annotiertes Korpus. Hier im Beispiel, das ich im Folgenden präsentiere, habe ich mit dem annotierten Korpus der Typa gearbeitet und hier sehen Sie die ersten 2 Sätze aus der Typa. Veruntreute die AWO Spendengeld. In der ersten Spalte befinden sich die Token, die Wortformen. In der zweiten Spalte befinden sich die jeweils korrekt und manuell validierten Wortarten-Tags. Wenn man nun herausfinden will, was ein statistischer Tagger lernen kann aus einem annotierten Material, das heißt, wenn man herausfinden möchte, wie gut der Tagger ist, dann muss man das annotierte Material aufteilen in ein sogenanntes Trainingsmaterial, typischerweise 9/10. Das wird zum Erstellen des Tagging-Modells benutzt und man behält zurück etwa 1/10 des Korpus, mit dem man dann die Leistungsfähigkeit des gelernten Modells messen kann. Es ist eine sogenannte Todsünde des maschinellen Lernens, wenn man im Evaluationsmaterial dasselbe Materialsätze aus dem Trainingsmaterial verwenden würde. Es geht nämlich bei diesem statistischen Lernen nicht um das Auswendiglernen, sondern um das Generalisieren aus dem Trainingsmaterial. Und es geht darum, wie gut bisher nicht gesehenes, neues Material mit dem gelernten Modell berechnet werden kann. Was sind nun die Schwierigkeiten, die man beim Part-of-Speech-Tagging antrifft? Wie immer in der Sprachverarbeitung ist es insbesondere die Mehrdeutigkeit. Wenn wir in der Typa im Trainingsmaterial schauen, mit welchen Wortarten ein Wort vorkommen kann, dann können wir dieses Wissen auszählen auf dem Testmaterial und berechnen, wie viele Wörter mehr als ein bekanntes Wortartenkürzel bekommen haben. Das sind in der Typa 16% aller unterschiedlichen Wortformen, allerdings machen die mehr als 50% aller 140.000 Tokens im Testmaterial aus. Ganz ähnlich sieht es im Englischen aus. Im Brown-Korpus haben ungefähr 11% aller unterschiedlicher Wortformen mehr als ein mögliches Wortartentag. Diese Wörter machen jedoch über 40% der Tokens aus. Weshalb ist das so? Wie entscheiden sich nun statistische Wortartentagger, wenn sie mehrdeutige Wortartentags im Trainingsmaterial kennengelernt haben? Da gibt es einerseits die sogenannte lexikalische Baseline, die sagt, nimm für jedes Token einfach das Tag, mit dem es im Trainingsmaterial am häufigsten vorgekommen ist. Das gibt im Extremfall bis zu 90% richtige Entscheidungen. Ein Beispiel hier unten aus der Typa, aus dem Typa Trainingskorpus, die Tokenfolge die Mehrheit bestimmt. Da gibt es 2 Wörter, die mehr als ein mögliches Wortartentag haben. Bei die ist die Artikellesart hier die korrekte, zugleich auch die häufigste. Alle anderen sind deutlich seltener. Das zweite mehrdeutige Wort bestimmt ist hier leider nicht korrekt entsprechend der Baseline, weil das Partizip Perfekt ist deutlich häufiger als das finite Verb, das nur 12 Mal vorgekommen ist im Trainingsmaterial. So kann also hier die lexikalische Baseline für bestimmt nicht die korrekte finite Verb-Lesart bestimmen. Für uns Menschen
ist es aber relativ klar, dass bestimmt hier ein finites Verb sein muss. Und das finden wir heraus, indem wir einerseits den Satz verstehen, aber natürlich auch indem wir dieses Wort im Kontext anschauen. Part-of-Speech-Tagger verstehen den Satz nicht, semantisch gesehen, aber sie können gut Statistiken berechnen. Zum Beispiel Statistiken, welche Part-of-Speech-Tag-Folgen wahrscheinlicher sind als andere. Und solche statistischen Informationen kann man nun benutzen, um Baseline-Entscheidungen umzustoßen. In dem Fall hier ist es zum Beispiel häufiger und wahrscheinlicher, dass ein Nomen von einem finiten Verb gefolgt wird, als dass ein Nomen von einem Partizip Perfekt gefolgt wird. Wenn man nun diese beiden Arten von statistischer Information zusammenfügt, dann muss man einerseits aus dem Tagger-Lexikon wissen, welche Tags sind wie wahrscheinlich mit einem bestimmten Wort verknüpft. Andererseits können wir in einem Fenster typischerweise 1 bis 2 Wörter nach links schauen, wie wahrscheinlich ist ein bestimmtes Tag an der Position -2 nach links und an der Position -1 und das für die Entscheidung an der aktuellen Position TN benutzen, um eine möglichst korrekte Entscheidung zu fällen. Wir sehen hier, dass statistische Tagger eigentlich nicht viel Information benutzen, um ihre Entscheidung zu fällen. Es ist ein ganz kleines Kontextfenster. Trotzdem sind diese Ansätze sehr performant und es ist einiger Aufwand nötig, um das noch besser machen zu können. Es gibt eine zweite Schwierigkeit, die statistische Tagger lösen müssen. Das sind unbekannte Wörter. Jedes Tagger-Lexikon, jedes Trainingsmaterial ist immer unvollständig in Bezug auf das, was man damit machen möchte, im Testmaterial oder in der Anwendung am Schluss. Es gibt Eigennamen, Fremdwörter, Wörter mit Ziffern sind schwierig, weil es ganz viele Zahlen gibt oder im Deutschen zum Beispiel auch sehr produktiv gebildete Komposita. Wie kann nun ein Tagger eine sinnvolle Entscheidung treffen? Da gibt es im Wesentlichen zwei Techniken. Einerseits sogenannte Heuristiken, die auf die Buchstabenform eines Tokens schauen. Zum Beispiel ist das Wort groß oder klein geschrieben am Anfang oder wie sieht die Endung eines Wortes aus. Technisch werden solche Endungsmuster als Suffix-Trees gespeichert. Wir werden gleich so einen anschauen. Eine andere Möglichkeit ist, dass man sagt, es gibt gewisse Wortarten, wo es klar ist, dass wir neue Wörter davon antreffen werden, Eigennamen zum Beispiel oder Nomen. Andere Wortarten sind viel geschlossener, zum Beispiel Hilfsverben, da entstehen nicht plötzlich neue Formen. Hier noch eine Illustration zu diesen sogenannten Suffix- oder Suffixbäumen. Das ist ein Beispiel, wie es im Tree-Tagger implementiert ist. Wir sehen dort, dass zum Beispiel die dreibuchstabige Endung OUS zu 96% auf ein Adjektiv hinweist und nur zu 4% auf ein normales Nomen. Wenn wir nun evaluieren wollen, wie gut unser Tagger mit unbekannten Wortformen umgehen kann, dann sehen wir hier am Beispiel des Tyba-Testmaterials, dass er ungefähr 7% aller Tokens nicht gekannt hat, das sind also unbekannte Wortformen, und davon hat er ungefähr 89% trotzdem korrekt taggen können. Insgesamt ist die Leistung aber bei ungefähr 97% Korrektheit und am einfachsten sind, wie man sich leicht vorstellen kann, diejenigen Tokens zu taggen, von denen man im Trainingsmaterial genau ein Part-of-Speech-Tag gesehen hat. Sobald die Wortformen mehrdeutig werden, sinkt die Leistung. Es ist allerdings nicht so einfach, dass es je mehr ambig ein Wort ist, desto schlechter werden sie getaggt, sondern die Verhältnisse sind ein bisschen komplizierter. Ich möchte nur noch zeigen, wie sich die Leistung eines statistischen Taggers verbessert, wenn man mehr Trainingsmaterial dazu gibt. Das sind sogenannte Lernkurven. Hier sehen wir die Lernkurve, die wir für das volle STTS Post-Tag-Set bekommen mit seinen 54
verschiedenen Tags. Auch wenn wir nur 1000 Token verwenden, ist die Leistung bei den bekannten Wörtern schon fast bei knapp 95% Genauigkeit. Was schlecht funktioniert, ist die Erkennung der unbekannten Wörter, der unbekannten Wortformen. Dort ist die Leistung nur knapp über 55%. Es ist klar, bei so einem kleinen Trainingskorpus gibt es nicht bloß viele unbekannte Wortformen, sondern sie werden auch noch schlecht geraten. Je mehr Material wir dazugeben, umso besser kann man die unbekannten Wortformen raten und umso weniger Wortformen hat man nicht im Trainingsmaterial gesehen. Insgesamt sehen wir die grüne Linie, wenn man alle Wörter, die bekannten und unbekannten, zusammennimmt, besteht ein Verbesserungspotenzial von 1000 Token. Trainingsmaterial erreicht man ungefähr 75% und wir können das um gut 22% steigern, wenn wir bis zu 1,4 Millionen Tokens annotiertes Material haben. Es zeigt sich hier, dass der Faktor unbekannte Wortformen das zentrale Kriterium ist, wie gut unser Tagger funktioniert. Wenn wir das Tagset radikal vereinfachen und zum sogenannten universalen Post-Tag-Set übergehen, auf der Tyba mit 12 verschiedenen Tags, dann können wir die Leistungen zwar ein bisschen verbessern, von 97% auf knapp 98%, aber es werden trotzdem noch sehr viele Fehler gemacht. Die Verkleinerung des Tagsets ist also nicht ein allerwelts Heilmittel, um zum Beispiel auf 99% Genauigkeit zu kommen im Tagging. Wenn man die Fehler anschaut, die sogenannte Konfusionsmatrix, dann sehen wir, dass mit dem STTS-Tagset die Verwechslung von normalen Nomen und Eigennamen sehr häufig ist, aber auch die Verwechslung von finiten Vollverben und Infinitiven oder von Partizip Perfekt. Wenn wir das universale Post-Tag-Set für Deutsch zugrunde legen, dann sehen die Fehler anders aus. Jetzt sind Verwechslungen von Artikel und Pronomen die häufigste Fehlerkategorie und Verben, Adjektive kommen als zweites und dann als drittes ist die Unterscheidung zwischen typischerweise Fremdwörtern oder Nichtwörtern und normalen Nomen häufig. Ich komme nun noch auf das Thema Lemmatisierung zu sprechen. Eine relativ primitive und einfache, aber auch effiziente Form der Normalisierung von flektierten Wortformen kennt man aus dem Information Retrieval. Man nennt es manchmal Stemming und ein bekanntes Exemplar eines Stemmers ist der Porter Stemmer. Und solche Stemmer reduzieren die Flexionsendungen, aber auch die Derivationsendungen von flektierten Wortformen auf teilweise linguistisch sehr unmotivierte Formen. Wir sehen hier zum Beispiel, dass Französischen auf Franzos reduziert wird und auf dasselbe Inhaltswort wird auch der Franzose reduziert. Also eine starke Normalisierung. Gleichzeitig ist es so, dass bei flektierten Wörtern, wo die Grundform stark von der flektierten Form abweicht, wie bei Stieg, dass dort einfache Stemming-Ansätze oft schnell überfordert sind, sodass eben hier nicht Steigen als Grundform erscheint. Man hat schon in den 90er Jahren für verschiedenste Sprachen sogenannte Morphologieanalyse und Lemmatisierungssysteme gemacht. Die Firma Xerox war da sehr aktiv und ich habe hier Beispiel-Output von einem Tool von Xerox für Deutsch eingefügt. Die Grundformbestimmung versucht nun also die linguistisch motivierte Grundform einer Wortform zu bestimmen. In diesem Fall eine, das je nachdem, ob es als Pronomen, Artikel oder als Verb auftaucht, eine unterschiedliche Grundform aufweist. Diese Tools sind oft auch fähig, eine detaillierte morphologische Analyse aller morphologischen Merkmale dieser Wortform zu geben, zum Beispiel Genus, Numerus
und weitere Angaben exakt bestimmen zu können. Mehrdeutige Wörter wie eine können, wenn man das Part-of-Speech-Tag weiß, meistens eindeutig lemmatisiert werden, wenn man zusätzlich noch den Output eines Morphologie-Analysesystems zur Verfügung hat. Das ist auch ein typischer Weg, wie Lemmas in Tree-Tagger-Modelle hineinkommen. Wenn sie nicht manuell annotiert werden im Trainingsmaterial, dann macht man normalerweise, nachdem man manuell die Wortarten bestimmt hat, einen automatischen Abgleich mit einem Morphologie-Analyse-System. Dann fügt man diese Lemmas ins annotierte Material hinzu. Ich möchte noch kurz etwas sagen zu maschinellen Lernverfahren für die Lemmatisierung. Das gibt es ebenfalls. Sie funktionieren zum Teil sehr gut, wenn man sich für eine bestimmte Sprache und auch auf eine bestimmte Wortartenklasse spezialisiert, zum Beispiel der Durm-Lemmatizer für Nomen des Deutschen. Es funktioniert auch noch recht gut, wenn man Ressourcen zur Verfügung hat, größere Lexika, wo Lemmata und ihre reflektierten Formen verfügbar sind. Daraus kann man dann allgemeine Regeln zum Lemmatisieren ableiten. Das wurde in einem Paper für verschiedene europäische Sprachen gemacht. Es gilt aber grundsätzlich, dass wissensbasierte Ansätze hier besser sind, im Vorteil sind. Und es ist mittlerweile auch möglich, mit frei verfügbaren Daten, wie zum Beispiel den Daten aus Wiktionary, sich Systeme abzuleiten, die frei verfügbar sind, wo man keine Copyrights beachten muss. Ich komme zur Zusammenfassung. Wir haben gesehen, dass statistische Part-of-Speech-Tagger, wie zum Beispiel der Tree-Tagger, mit vorgefertigten Modellen effizient und zuverlässig arbeiten im Bereich von 94 bis 97% Tagging-Genauigkeit. Dafür ist annotiertes Material im Umfang von einigen 100.000 Tokens ausreichend, um solche Modelle zu trainieren. Typische statistische Part-of-Speech-Tagger benutzen die sogenannte lexikalische Wahrscheinlichkeit, das heißt, mit welchen Part-of-Speech-Tags wurde eine bestimmte Wortform gesehen im Trainingsmaterial, und dann werden Kontextfenster typischerweise bis 2 Positionen nach links und suffixbasierte Vorhersagen für unbekannte Wörter benötigt, um diese Leistung zu erreichen. Das ist ein sprachunabhängiges Verfahren, das für viele verschiedene Sprachen angewendet werden kann. Entscheidend für die Leistung von solchen Systemen ist immer die Anzahl unbekannter Wörter. Wenn die hoch ist, sinkt die Leistung eines statistischen Part-of-Speech-Taggers. Das Part-of-Speech-Tagging heißt zwar Wortartenbestimmung auf Deutsch, aber oft ist dabei wirklich noch viel morphologische Information drin, die bestimmt wird, zum Beispiel Numerus von Nomen oder die Finitheit von Verben wird berechnet. Dann haben wir uns mit der Lemmatisierung beschäftigt. Lemmatisierung ist typischerweise etwas, was man mit wissensbasierten morphologischen Analysesystemen berechnet. Statistische Systeme gibt es, aber sie brauchen typischerweise auch einiges an Sprachwissen oder Sprachressourcen, um zuverlässig zu arbeiten. Statistisch basierte Lemmatisierung für Sprachen, die eine sehr komplizierte Morphologie, eine sehr komplexe Flexion haben, sind noch nicht ausgereift. Man kann Stemming als einen minderwertigen, würde ich sagen, Ersatz für eine echte Lemmatisierung benutzen. Solche Stem-Systeme sind relativ einfach herzustellen und es gibt sie auch schon in verschiedensten Implementationen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige Einblicke in das Problem der Wortartenbestimmung und insbesondere in statistische Ansätze dazu geben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.